Verehrte Zuschauer, zum Programmschluss noch einmal Nachrichten der Heute-Redaktion. In Süddeutschland haben am Nachmittag Gewitterstürme mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 140 Kilometern in der Stunde schwere Verwüstungen angerichtet. Besonders betroffen wurde München und seine Umgebung. Hier verursachte das Unwetter Schäden in Millionenhöhe. Mindestens 6 Menschen wurden durch herabstürzende Dachziegel oder umknickende Bäume verletzt. Die Bahnverbindung zwischen München und Starnberg wurde durch aufgetürmte Hindernisse unterbrochen. Sintflutartige Regenfälle setzten ganze Straßenzüge Münchens unter Wasser. Der Verkehr brach für längere Zeit zusammen. In der Umgebung der Landeshauptstadt traten Flüsse über die Ufer. Bei Polizei und Feuerwehr gingen mehr als 200 Notrufe ein. Bis zum Morgen gilt für den Großraum München weiter Sturm- und Gewitterwarnung. Das Wetteramt rechnet mit Wind bis zur Stärke 6. Bei der bislang größten Aktion zum Schutze der Nordsee haben an der Westküste Schleswig-Holsteins und auf den nordfriesischen Inseln Zehntausende gegen die Verschmutzung des Meeres und gegen das Robbensterben protestiert. Einheimische und Touristen beteiligten sich gleichermaßen an dem Aktionstag, zu dem der Nordsee-Bäderverband, Parteien, Umweltschutzorganisationen und Kirchen aufgerufen hatten. Auf der Insel Sylt bildeten rund 30.000 Demonstranten eine Menschenkette. Sie erreichte die Länge von 40 Kilometern. In Westerland rief der schleswig-holsteinische Umweltminister Heidemann die Bevölkerung auf, die Verantwortlichen zum Schutz der Nordsee zu zwingen. Ungeachtet der UNO-Vorbereitungen für eine Feuerpause im Golfkrieg werden schwere Kämpfe zwischen Iran und Irak gemeldet. Der iranische Staatspräsident Khamenei rief erneut Freiwillige zum Fronteinsatz auf. In Bagdad hieß es, die irakischen Truppen hätten sich aus den besetzten Gebieten planmäßig zurückgezogen. Inzwischen traf eine Delegation der Vereinten Nationen in Teheran ein, um die Lage der Kriegsgefangenen zu überprüfen. In Washington stellte US-Verteidigungsminister Carlucci eine Verringerung der amerikanischen Flottenpräsenz im Persischen Golf in Aussicht, sollte ein Waffenstillstand zwischen Iran und Irak vereinbart werden. Auch der amerikanische Geleitschutz für umgeflaggte kuwaitische Tanker würde dann wieder eingestellt, sagte Carlucci. Einen Zeitraum dafür wollte der Minister nicht nennen. Bei Zusammenstößen zwischen demonstrierenden Palästinensern und der israelischen Armee sind in Westjordanien 2 Palästinenser erschossen worden. 3 weitere Personen wurden durch Schüsse verletzt. Auch bei Auseinandersetzungen im Gazastreifen wurden mehrere Palästinenser angeschossen. Die Massenkundgebungen in der armenischen Hauptstadt Erivan könnten in nächster Zeit möglicherweise verboten werden. Dies berichtet die sowjetische Nachrichtenagentur TASS unter Berufung auf die armenische kommunistische Partei. Die Behörden in Moskau kündigten außerdem an, dass sie die jeden Sonntag auf dem armenischen Friedhof stattfindenden Versammlungen in Zukunft nicht mehr dulden würden. Auf Italiens Autobahnen überwachen seit gestern Tausende von Sonderstreifen der Polizei die Einhaltung des neuen Tempolimits. Bis September dürfen hier statt bisher 140 nur noch 110 Kilometer in der Stunde gefahren werden. Auf Landstraßen gilt Tempo 90 statt wie bisher 110. Verkehrssündern drohen Bußgelder von bis zu umgerechnet 1.100 Mark. Politiker von CDU und CSU forderten die italienischen Behörden auf, die neuen Vorschriften sofort wieder zurückzunehmen. Und hier noch die Wetteraussichten. In ganz Deutschland überwiegend sonnig, nur im Norden zeitweise wolkig, Höchstwerte 20 bis 29 Grad. Das, verehrte Zuschauer, waren die letzten Meldungen der Heute-Redaktion. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht.